China ist zum unangefochtenen Spitzenreiter im globalen Wirtschaftswettbewerb geworden und treibt seinen Fortschritt durch revolutionäre Megaprojekte voran. Das Land gestaltet die Zukunft kreativ, angetrieben von ehrgeizigen Initiativen, von denen jede auf das Konzept des großen Sprungs ausgerichtet ist. Von gigantischen Infrastrukturprojekten bis hin zu technologischen Wundern strebt China danach, eine einzigartige Position in der Welt einzunehmen. Doch was steckt hinter diesen glänzenden Projekten? Wie ein meisterhaft gelegtes Puzzle erschafft China ein Netzwerk globalen Einflusses, indem es versucht, neue Handelsrouten und urbane Modelle zu etablieren, die das wirtschaftliche Gesicht unserer Zeit verändern könnten. Beeindruckt einen nicht der enorme Umfang dieser Projekte und die Größe der dahinterstehenden Ideen? Wenn man weiter in die Details eintaucht, wird deutlich, dass jeder dieser Schritte nicht nur von Ambitionen zeugt, sondern auch ein Spiel auf Ausdauer ist. Es ist interessant zu überlegen, wie sich solche Megaprojekte mit der internationalen Bühne verflechten und welche verborgenen Folgen sie für die Weltwirtschaft haben könnten. Lassen Sie uns nun zu einer genaueren Analyse übergehen und herausfinden, wie jedes dieser Projekte China entweder zu neuen Höhen führen oder bislang unbekannte Risiken schaffen könnte. Wir begeben uns auf eine faszinierende Reise entlang einer historischen Route, die sich buchstäblich vor unseren Augen verwandelt. Die Seidenstraße 2 ist nicht einfach nur die Wiederbelebung einer alten Handelsroute, sondern ein gewaltiges Projekt, das darauf abzielt, die Regeln des Welthandels neu zu schreiben. Dieser wirtschaftliche Zug umfasst den Bau von Eisenbahn- und Straßenverbindungen, Häfen und Infrastrukturen, die China mit mehr als 60 Ländern verbinden. Dieses ehrgeizige Vorhaben ermöglicht es China nicht nur seinen wirtschaftlichen Horizont zu erweitern, sondern auch seinen Einfluss auf der internationalen Bühne zu stärken. Dennoch ist die Wahrnehmung dieser großartigen Idee nicht eindeutig. Hinter jedem Projekt verbergen sich tiefgreifende politische und wirtschaftliche Kalkulationen. Die Seidenstraße 2 verspricht enorme Gewinne und Entwicklung für alle Beteiligten, birgt jedoch auch potenzielle Risiken von Schuldenfallen bis hin zu politischen Spannungen in den Regionen. Vor dem Hintergrund dieses faszinierenden Bildes stellt sich die Frage, wie genau die Seeseidenstraße 2 die Beziehungen Chinas zur Welt transformieren will und ob die internationalen Partner auf einen derart mächtigen Strom von Veränderungen vorbereitet sind. Ja, es gibt einiges, das überrascht, doch wenn wir tiefer eintauchen, entdecken wir noch weitere Ambitionen, die bereits das Bild der Zukunft formen. Stellen Sie sich eine Stadt vor, in der jede Ecke mit modernster Technologie ausgestattet ist, die den Bewohnern beispiellosen Komfort und Sicherheit bietet. China setzt diese Vision mit Nachdruck durch seine Smart Cities um. Diese Metropolen sind nicht nur ein schöner Zukunftstraum. Sie werden zur Realität, in der künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge und Hochgeschwindigkeitsnetze in das tägliche Leben integriert sind. In diesen erstaunlichen Städten passen sich die Ampeln selbstständig dem Verkehrsfluss an, die Versorgungsdienste werden aus der Ferne gesteuert und die Luftqualität wird kontinuierlich überwacht, um die Gesundheit der Bewohner zu schützen. Doch eine derart umfassende Einführung von Technologien wirft viele Fragen und Bedenken auf. Wie wird die Sicherheit persönlicher Daten in einer Welt gewährleistet, in der jedes Detail unseres Lebens eine effizientere Analyse und Steuerung von Prozessen ermöglicht als je zuvor? Wird China mit seinen Smart Cities in der Lage sein, die Herausforderungen zu bewältigen, die solche Innovationen mit sich bringen? All dies verleiht dem Projekt eine zusätzliche Spannungskomponente und setzt neue Ziele. Gleichzeitig eröffnet der so rasante Fortschritt in der Stadtentwicklung die Tür zu unerwarteten Herausforderungen und Chancen. Der nächste Schritt auf diesem Weg könnte noch beeindruckender sein, als man es sich vorstellen kann. Doch was erwartet uns in der Zukunft? Sicherlich haben Sie schon von diesem erstaunlichen technischen Wunderwerk gehört, dem gigantischen Wasserkraftwerk Köln-3 Schluchten. Dieses kolossale Projekt erstreckt sich über den mächtigen Yangtze-Fluss und seine Dimensionen sprengen jede Vorstellungskraft. Mit der unermüdlichen Kraft der Wasserströme liefert das Kraftwerk mehr als 20.000 Megawatt Strom und ist ein zentrales Glied in der Kette der Energieversorgung Chinas. Das Wasserkraftwerk 3 Schluchten ist nicht nur ein Ausdruck der Ambitionen des Landes, sondern auch ein Symbol moderner Ingenieurskunst. Es beeinflusst Millionen von Menschen, indem es weite Regionen mit Strom versorgt, die industrielle Entwicklung fördert und die Lebensqualität verbessert. Doch sein Bau und Betrieb haben ernsthafte Kontroversen und Bedenken ausgelöst und sowohl die Umwelt als auch die Gemeinschaft beeinflusst. Überflutete Gebiete und die Umsiedlung von Bewohnern haben ökologische und soziale Dilemmata verursacht, die bis heute aktuell sind. Moderne Methoden des Katastrophenmanagements wie die Verhinderung von Überschwemmungen sind ebenfalls ein integraler Bestandteil dieses Projekts und verleihen ihm zusätzliche Bedeutung. Aber man sollte sich nicht in Sicherheit wiegen. Durch die Welle der Begeisterung für den technologischen Fortschritt gehen wir weiter, um uns mit der nächsten, nicht weniger großartigen Initiative auseinanderzusetzen, die ihre Spuren in der Geschichte hinterlassen wird. Geschwindigkeit, dieses Wort, das in den Herzen von Millionen Menschen widerhallt, spiegelt sich am rasanten Ausbau der Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken in China wider. Dieses Eisenbahnnetz, das sich über Tausende von Meilen erstreckt,
gehört zu den beeindruckendsten der Welt. Es durchquert Berge und Ebenen, verbindet große Städte mit abgelegenen Regionen und eröffnet eine völlig neue Realität des Reisens. Die Reise zwischen Peking und Shanghai dauert jetzt nur noch 5 Stunden, was das Verständnis von Entfernung grundlegend verändert und die Regionen näher zusammenbringt. Diese Transportrevolution bringt nicht nur Bequemlichkeit für die Bürger, sondern auch bedeutende Veränderungen in der Wirtschaft mit sich. Die Hochgeschwindigkeitsbahnen geben der Entwicklung neuer Geschäftszentren einen Impuls, fördern den Zustrom von Investitionen und holen Regionen aus dem wirtschaftlichen Niedergang. Die Stärkung der Logistik und des Warenumschlags führt zur Festigung des Binnenmarktes. Doch wie andere Megaprojekte hat auch diese Initiative 2 Seiten. Enorme Investitionen und die Kosten für die Instandhaltung der Infrastruktur können zu einer erheblichen finanziellen Belastung werden. Wie wird China diese Aufgabe meistern und dabei das Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Aufschwung und nachhaltiger Entwicklung wahren? Eine Frage, die offen bleibt, insbesondere wenn man bedenkt, dass noch ehrgeizigere Pläne Chinas vor uns liegen, die das Gefüge unserer Welt potenziell verändern können. China, das entschlossen auf eine ökologisch nachhaltige Zukunft hinarbeitet, entwickelt seine grünen Initiativen aktiv weiter. Wahrscheinlich gibt es keinen Bereich, der für die globale Nachhaltigkeit kritischer ist als die Energiebranche. Indem sich China erneuerbaren Energiequellen wie Solar- und Windenergie zuwendet, zeigt das Land sein Engagement für die Reduzierung des COSWI-Fußabdrucks. Führende Unternehmen und staatliche Institutionen bauen am wahrsten Sinne des Wortes die Zukunft auf Sonne und Wind, indem sie riesige Solarparks und zahlreiche Windfarmen errichten, die zu Symbolen dieser Bewegung geworden sind. Eine solche energetische Umstellung als Übergang reagiert nicht nur auf die Herausforderungen der Umweltverschmutzung, sondern eröffnet auch wirtschaftliche Chancen, indem sie Beschäftigung und Innovation fördert. China tritt mutig als Vorreiter auf diesem Weg auf und steigert seine globale Wettbewerbsfähigkeit durch Umwelttechnologien. Doch selbst auf einem so vielversprechenden Feld bleiben Stolpersteine nicht aus. Das Land steht vor der Notwendigkeit erheblicher Investitionen und einer Überarbeitung der bestehenden Energieinfrastruktur. Wie werden sich diese Bemühungen in den kommenden Jahrzehnten auf Chinas Wirtschaft auswirken? Und wird das Land in der Lage sein, das Gleichgewicht zwischen seinen Ambitionen und den Anforderungen globaler ökologischer Nachhaltigkeit zu wahren? Die Situation ist keineswegs eindeutig und vor uns liegt eine nicht minder spannende Entwicklungsphase Chinas, die neue Horizonte zu eröffnen verspricht. Das Wettrennen Pima am All ist in eine neue Ära eingetreten und China nimmt in diesem ehrgeizigen Wettbewerb rasant eine führende Position ein. Zu ihrem Arsenal gehört ein groß angelegtes Programm zur Erschließung des erdnahen Weltraums, das derzeit entwickelt wird. Außerdem ist die Eroberung des Weltraums längst nicht mehr nur ein Modetrend, sondern eine dringende Notwendigkeit. Satelliten, deren Starts eine stabile Kommunikation und Erdüberwachung gewährleisten, demonstrieren schon jetzt Chinas Stärke auf der Weltbühne. Doch das ist erst der Anfang. Die Vorbereitung auf Mondmissionen, Pläne zum Bau einer eigenen Raumstation und die Erforschung des Mars werden Teil des Alltags. China investiert in eine Zukunft, die ihm einen strategischen Vorteil verschaffen könnte. Mit jeder neuen Rakete, die in den Himmel aufsteigt, stärkt das Land seine wissenschaftlichen und technischen Positionen und prägt ein neues Verständnis der Weltordnung. Diese ehrgeizigen Schritte rufen zweifellos sowohl Bewunderung als auch eine Welle von Fragen hervor. Welche geopolitischen und wirtschaftlichen Auswirkungen werden sie haben? Welche Chancen und Herausforderungen verbergen sich für China hinter den Sternen? Diese Entwicklung bleibt sicherlich nicht ohne Folgen und mit jedem neuen Erfolg eröffnen sich faszinierende Perspektiven. Sind wir bereit, den kommenden Veränderungen zu begegnen, die sich am fernen Horizont abzeichnen? Chinas Megastädte wachsen mit atemberaubender Geschwindigkeit und verwandeln einst kleine Städte in riesige urbane Zentren. Dieser Urbanisierungsprozess ist zweifellos beeindruckend, verläuft jedoch nicht ohne Schwierigkeiten. Mit jedem Tag wächst die Bevölkerung der Megastädte, was einen Bedarf an effizienter Infrastruktur und Dienstleistungen schafft. Hohe Wolkenkratzer ragen in den Himmel, die Wohnungsdichte nimmt zu und die Verkehrsnetze werden zu konzentrierten Knotenpunkten der Erreichbarkeit. Doch hinter all diesen Errungenschaften verbergen sich zahlreiche soziale und ökologische Herausforderungen. Megastädte stehen vor Problemen wie Luftverschmutzung, Wassermangel, Verkehrskollaps und steigenden Lebenshaltungskosten. Die Verstärkung der Ungleichheit zwischen verschiedenen Gesellschaftsschichten durch eine solche Bevölkerungsdichte erfordert sorgfältige Planung und innovative Lösungen. China versucht, zwischen wirtschaftlichem Fortschritt und der Bewältigung der Herausforderungen, die mit diesem rasanten Wachstum einhergehen, zu balancieren. Wie wird sich der städtische Alltag in solchen Megastädten weiterentwickeln? Wie wird sich die rasante Stadtentwicklung auf die kulturelle Eigenständigkeit und den sozialen Zusammenhalt der Bewohner auswirken? Diese Fragen lassen niemanden gleichgültig, ebenso wenig wie die nächsten Schritte Chinas in seinen groß angelegten Initiativen, die vielen schon jetzt fantastisch erscheinen. Wenn ein Land groß angelegte Projekte verwirklicht, kann die Größe des Vorhabens mögliche Gefahren, die sich hinter der Euphoriekurve verbergen, überstrahlen.
Langfristige wirtschaftliche Risiken, die mit Chinas Megaprojekten verbunden sind, stehen am Fokus der Experten. Die hohen Kosten für deren Umsetzung und Wartung könnten das Land an einen bedenklichen Schuldenabgrund führen. Einige Projekte erfordern derart erhebliche Investitionen, dass sich die Frage stellt, werden sie tatsächlich die versprochene nachhaltige Entwicklung bringen oder hinterlassen sie eine Last, die alle Vorteile überwiegt? Das Streben nach Modernisierung des Landes führt mitunter zu unangemessenem Risiko, insbesondere wenn die Situation verlangt, auch externe Faktoren zu berücksichtigen. So können beispielsweise globale Marktschwankungen und Veränderungen in der internationalen Handelspolitik den Kalkulationen, die im Namen eines ambitionierten Durchbruchs gemacht wurden, einen Strich durch die Rechnung machen. Es gilt auch das Problem der Übersättigung zu berücksichtigen, wenn für ein und denselben Bedarf mehr Ressourcen bereitgestellt werden, als tatsächlich gerechtfertigt sind. Wie werden künftige Vorteile in der Lage sein, solche Risiken auszugleichen? Und was wird unternommen, um zu verhindern, dass sich diese Projekte in finanzielle Fallen verwandeln? Antworten auf diese Fragen sind wichtig, zumal die chinesischen Initiativen bereits begonnen haben, auch die Weltwirtschaft zu beeinflussen, die wir am Folgenden weiter untersuchen. Wie fügen sich Chinas Megaprojekte in die globalen Wirtschaftsbeziehungen ein und was erwartet uns am Horizont? Wenn gigantische Megaprojekte die Wirtschaftslandschaft Chinas verändern, reicht ihr Einfluss leicht über die nationalen Grenzen hinaus und wandelt die internationalen Beziehungen sowohl am wirtschaftlichen als auch am politischen Bereich. Internationale Partner und Konkurrenten beobachten jeden Schritt Chinas aufmerksam und versuchen zu verstehen, welche Veränderungen es für das Weltsystem mit sich bringen wird. Chinas Beitrag zur globalen Wirtschaft wächst stetig, von technologischen Transaktionen bis hin zur Stärkung der Handelsströme durch die Seidenstraße 2. Chinesische Investitionen eröffnen neue wirtschaftliche Horizonte und schaffen Möglichkeiten für Länder, die einen Ausbau ihrer Infrastruktur benötigen. Diese Verbindungen unterliegen jedoch komplexen politischen Nuancen, die sowohl Millionengewinne bringen, als auch eine Quelle von Spannungen am Hinblick auf das globale Kräftegleichgewicht sein können. Der Wandel der wirtschaftlichen Machtzentren führt zu geopolitischen Veränderungen, die die Beziehungen zu den wichtigsten Akteuren auf der Weltbühne beeinflussen. Auf dem Weg zu neuen Höhen sehen sich China und seine Partner jedoch mit Fragen zur globalen Dynamik konfrontiert. Wird dieses Wachstum ein Katalysator für den weltweiten wirtschaftlichen Aufschwung sein oder den Beginn einer Umverteilung der Kräfte markieren? Die Herausforderungen der heutigen Zeit können die Karten der Weltbühne unerwartet neu mischen und lassen Fragen offen, wie sich solche Transformationen auf die Zukunft unseres Planeten auswirken werden, ob sie neue Chancen eröffnen oder unüberwindbare Hürden für die weitere Entwicklung schaffen.